Im Oktober 2022 verkaufte Audi in den USA 964 Elektrofahrzeuge. Tesla verkaufte im selben Monat 59.000. Eine Premium-Marke mit 100 Jahren Geschichte, unbegrenzten Ressourcen und dem mächtigsten Automobilkonzern der Welt im Rücken, geschlagen von einem Start-up, das vor 20 Jahren in einer Garage begann. Das wirft eine unbequeme Frage auf: Wie kann ein Konzern mit so viel Macht, Kapital und Erfahrung technologisch ins Hintertreffen geraten? Introducing the new large Audi 5000 and the extraordinary engineers who designed it. This is an altogether new car with many new ideas. When I first proposed the five-cylinder engine, they all smiled. Das Paradox der Stärke offenbart sich in einer simplen Zahl: 320 Milliarden Euro. Das Vermögen des Volkswagen-Konzerns in 2024. Audi gehört dazu. Zugang zu 14 Forschungszentren weltweit. Zugang zu 600.000 Mitarbeitern. Zugang zu Technologien, von denen unabhängige Hersteller nur träumen können. Stärke wurde zur Schwäche. Der e-tron GT nutzt 80% identische Komponenten mit dem Porsche Taycan. Gleiche Plattform, gleiche Batterie, gleicher Antriebsstrang. Porsche entwickelte den Taycan in 3,5 Jahren. Audi brauchte für den e-tron GT 5 Jahre. Nicht wegen fehlender Ressourcen, wegen zu vieler Abstimmungen. Jede Audi-Innovation durchläuft die Konzernstrategiekommission in Wolfsburg. Jede Designentscheidung muss mit Volkswagen, Škoda, Seat kompatibel bleiben. Jede technische Neuerung wird auf Skalierbarkeit geprüft. Markus Duesmann, Audi-Chef seit 2020, erklärte: Wir haben alle Mittel, aber nicht alle Freiheiten. Die Zahlen bestätigen das Dilemma. Audi investierte 2024 15 Milliarden Euro in Elektromobilität. Mehr als BMW, mehr als Mercedes. Der Marktanteil bei Elektrofahrzeugen sank trotzdem von 8,7% auf 6,2% innerhalb von 2 Jahren. Ressourcen garantieren keinen Erfolg. Manchmal verhindern sie ihn. Das ist das Paradox. Zu viel Macht kann Bewegung unmöglich machen. Wenn du verstehen willst, warum genau das immer wieder großen Konzernen passiert, abonniere den Kanal, denn jetzt geht es um die Strukturen, die diese Entwicklung möglich machen. So yes, they are electric, among other wonderful things. Die Anatomie eines Machtgefüges zeigt sich in der Organisationsstruktur. Volkswagen-Konzern 2012, 12 Marken, eine Hierarchie. An der Spitze Wolfsburg, darunter Premium-Marken, Volumenmarken, Nischenmarken. Audi sollte Premium sein. Die Realität sah anders aus. Positionierung wurde zur Falle. Porsche erhielt 2017 einen Sonderstatus, eigenständige AG innerhalb des Konzerns. Eigene Entwicklungsbudgets ohne Wolfsburger Freigabe, eigene Designsprache ohne Plattformzwänge. Oliver Blume, Porsche-Chef, berichtete direkt an den Aufsichtsrat. Audi berichtete an die Konzernleitung. Ein Unterschied von 2 Hierarchieebenen. Die Konsequenzen waren messbar. Porsche genehmigte den Taycan in 8 Monaten. Audi brauchte für den Q4 e-tron 22 Monate. Gleiche Investitionssumme, unterschiedliche Entscheidungswege. Jede Audi-Innovation musste 3 Gremien passieren: Markenvorstand, Konzernstrategie, Aufsichtsrat. Porsche umging 2 davon. Martin Winterkorn etablierte 2008 die Matrix-Struktur. Ziel: Synergien maximieren. Ergebnis: Entscheidungen minimieren. Bis 2024 hatte Audi 37 Komitees für technische Freigaben. Porsche hatte 12. Herbert Diess versuchte 2021 Reformen. Er scheiterte. Die Struktur blieb. Audi blieb gefangen. Nicht durch fehlende Kompetenz, durch zu viele Kontrollinstanzen. Das System fraß seine eigenen Kinder.
Der Porsche-Vergleich enthüllt die brutale Wahrheit über strukturelle Freiheit. 2019, September. Porsche präsentiert den Taycan. 3,5 Jahre Entwicklungszeit. 600 Kilometer Reichweite. 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Der Markt explodierte, Wartelisten über 18 Monate. Audi nutzte dieselbe J1-Plattform. Der e-tron GT kam 2021, 2 Jahre nach dem Taycan. Gleiche Batterie, gleicher Motor, gleiche Architektur. Porsche verkaufte im ersten Jahr 40.000 Taycan, Audi verkaufte 10.000 e-tron GT. Nicht wegen schlechterer Technik, wegen langsamerer Markteinführung. Die Zeitlinien offenbaren das System. Porsche genehmigte den Taycan intern im März 2017, Produktionsstart September 2019, 30 Monate. Audi genehmigte den e-tron GT im Januar 2018, Produktionsstart Februar 2021. 37 Monate, 7 Monate Verzögerung trotz fertiger Plattform. Der Unterschied lag in den Freigabeprozessen. Porsche entschied autonom über Design, Preisgestaltung, Marketingstrategie. Lutz Meschke, Porsche-Finanzvorstand, erklärte 2021, wir haben volle Budgethoheit ab Tag 1. Audi musste jede Abweichung von der Konzernstrategie rechtfertigen. Jede Preisanpassung durchlief Wolfsburg. Jede Marketingkampagne benötigte Konzernfreigabe. Die Marktreaktion war eindeutig. Taycan erreichte 2024 einen Wiederverkaufswert von 77% nach 3 Jahren. Der e-tron GT erreichte 63%. Gleiche Technik, unterschiedliche Markenwahrnehmung. Porsche wurde als Innovator gesehen, Audi als Nachzügler. Gleiche Voraussetzungen garantieren keine gleichen Ergebnisse. Autonomie entscheidet über Geschwindigkeit. Geschwindigkeit entscheidet über Marktposition. Marktposition entscheidet über Überleben. Audi hatte die Technik, Porsche hatte die Freiheit. Die Freiheit gewann. Unstoppable. Unlimited. Intensity, even in a cloud of dust. That tingle that just ran down your spine. This is you. This is us. This is Audi. Die Plattformfalle schloss sich 2015 mit der MEB-Strategie. Modularer Elektrifizierungsbaukasten. Ein System für alle Marken. Volkswagen versprach Effizienz, Audi verlor Identität, Kostenersparnis wurde zum Fluch. Der Q4 e-tron teilt 92% seiner Komponenten mit dem Volkswagen ID.4. Gleiche Radstände, gleiche Batteriemodule, gleiche Motorvarianten. Unterschied Interieur und Frontmaske. Der Kunde zahlt 12.000 € mehr für 8% Differenzierung. Mercedes EQC nutzt eine eigene Plattform. BMW iX nutzt eine eigene Plattform. Audi nutzt Volkswagens Plattform. Die Zahlen dokumentieren den Preis dieser Strategie. Volkswagen produzierte 2024 300.000 MEB-Fahrzeuge, Stückkosten 18.000 € pro Einheit. Audi produzierte 140.000 MEB-Fahrzeuge, Stückkosten 21.000 € pro Einheit. Höhere Kosten trotz gleicher Basis. Premiumanspruch ohne Premium-Architektur. Marc Lichte, Audi-Designchef, sagte 2023, wir gestalten im Rahmen des technisch Möglichen. Bei Mercedes gestaltet man im Rahmen des Gewünschten. Der Unterschied ist messbar. Kundenumfragen 2024. 57% erkannten den Unterschied zwischen Q4 e-tron und ID.4 nicht. 83% erkannten den Unterschied zwischen EQC und GLC. Plattformstrategie senkt Kosten. Sie senkt auch Differenzierung. Differenzierung definiert Premium. Ohne Differenzierung kein Premium. Audi setzte alles auf Effizienz, der Markt wollte Exklusivität. Vom Treiber zum Getriebenen vollzog sich eine Transformation über 4 Jahrzehnte. 1980, Audi präsentierte den Quattro. Permanenter Allradantrieb im Straßenfahrzeug. Revolutionär. 11 Rallye-Weltmeistertitel bis 1997. Die Konkurrenz kopierte. Audi führte. Innovation wurde zur Erinnerung. 1990 TDI Technologie. Erster Direkteinspritzer-Diesel im Premium-Segment. 40% effizienter als Vorgänger.
2000 LED-Tag Fahrlicht, Weltpremiere im A8. 2010 Matrix LED, adaptive Lichttechnik ohne mechanische Bewegung. Jede Innovation setzte Standards. Jede Innovation kam von Audi. 2024 sieht anders aus. Tesla führt bei Batterietechnologie. BYD führt bei Produktionskosten. Mercedes führt bei autonomem Fahren. Audi folgt. Der e-tron nutzt LG-Batterien. Der Q4 nutzt Samsung-Software. Der A6 e-tron nutzt Konzernplattformen. Eigenentwicklung wurde zur Ausnahme. Die Patentanmeldungen dokumentieren den Abstieg. 2010 Audi registrierte 2300 Patente. Mehr als BMW, mehr als Mercedes. 2024 BMW registrierte 2100, Mercedes registrierte 1800. Ferdinand Piëch, Audi-Chef von 1988 bis 1992, sagte einst: Wer nicht führt, wird geführt. Audi führte 40 Jahre. Jetzt wird Audi geführt. Von Wolfsburg, von Markttrends, von Kostendruck. Der Innovator wurde zum Integrator. Der Treiber wurde zum Getriebenen. Die Systemfrage stellt sich nicht nur Audi. Jede Organisation mit Größe kennt diesen Konflikt. Effizienz gegen Agilität, Kontrolle gegen Autonomie, Synergien gegen Differenzierung. Volkswagen optimierte für Skaleneffekte. Audi zahlte den Preis. 2024 bleibt die Frage offen: Kann eine Premium-Marke innerhalb eines Massenkonzerns überleben? Porsche bewies es mit Sonderstatus. Audi versucht es ohne. Die nächsten 5 Jahre entscheiden. Markus Duesmann kündigte 2024 Reformen an. Mehr Autonomie. Eigene Elektroplattform ab 2028. Kürzere Entscheidungswege. Versprechen, die schon früher gemacht wurden. Das Problem liegt tiefer als Prozesse. Es liegt in der Philosophie. Solange Wolfsburg Effizienz über Exzellenz stellt, bleibt Audi gefangen. Die 4 Ringe symbolisierten einst 4 unabhängige Marken. Heute symbolisieren sie Abhängigkeit. Audis Krise ist nicht einzigartig. Sie ist universell. Große Systeme fressen ihre besten Teile immer. Wenn dich solche Zusammenhänge interessieren, abonniere den Kanal. Weitere Analysen findest du in der Playlist.